In diesem und zwei weiteren TWS-Videos möchte ich euch zeigen, wie ihr günstig und mit wenig Aufwand eine Wasteland-Spielplatte mit 3 modularen Segmenten bauen könnt. Ideal für Spiele wie zum Beispiel Warhammer 40k, Kill Team, Necromunda, Fallout oder Szenarien in einer weit entfernten Star Wars Galaxis. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Dieses Tutorial ist, wie gesagt, in 3 Episoden unterteilt. In den folgenden Minuten zeige ich den Bau der Unterkonstruktionen und Rahmen. Im zweiten Teil geht es um das Gestalten der Bodenflächen, während im dritten Teil eine Vertiefung bzw. Schlucht gebastelt wird. Los geht's mit den Werkzeugen und Materialien und keine Sorge, ihr müsst kein Tischler sein oder einen Fuhrpark an teuren Werkzeugen haben. Die 3 Segmente mit ihren Rahmen sollen je 91,6 x 45,8 cm groß werden. Dafür braucht ihr 3 5 mm dicke MDF-Platten von 91 x 45,2 cm. Hinzu kommen die Rahmen aus 3 mm dünnem MDF. Pro Segment benötigt ihr ein Brett von 91,6 x 15 cm und eines von 45,2 x 15 cm. Diese Bretter müsst ihr leider selbst der Länge nach und mittig bei 7,5 cm durchsägen, da die meisten Baumärkte nur einen Zuschnitt ab 10 cm anbieten. Hierfür bietet sich zum Beispiel eine feine Japansäge an und im Zweifelsfall eine Hilfskonstruktion mit einer Holzleiste als Führung, damit der Schnitt gerade wird. Danach habt ihr pro Segment 4 Bauteile für die Rahmen. Außerdem braucht ihr noch 2 cm hohe Eckleisten als Unterkonstruktion. Die gibt es in Baumärkten als 2x2 cm oder 2x1 cm Varianten. Die Leisten werden unter jede der großen MDF-Platten geklebt und später durch die Rahmen verdeckt. Entsprechend müssen sie nur grob zugesägt werden. Pro Segment braucht ihr 2 Leisten von je ca. 88,5 cm Länge und 2 Leisten von je ca. 42,5 cm Länge. Zur zusätzlichen Stabilisierung empfiehlt sich pro Segment noch eine nur 1 x 2 cm starke Querleiste von etwa 40 cm Länge. Als letztes braucht ihr pro Segment noch 4 kurze Eckstücke von je ca. 4,5 cm Länge. Die sägt ihr einfach aus den Resten eurer 2 x 2 cm Eckleisten zu. Alle Hölzer kosten im Baumarkt zusammengerechnet nur knapp 30 €, also nur rund 10 € pro Segment. Hinzu kommt pro Segment noch eine 5 cm dicke Styroporplatte von 100 x 50 cm, die einzeln bei ca. 4 bis 5 € liegt. Als erstes werden die Styroporplatten auf das Maß der MDF-Platten zugeschnitten. Dafür könnt ihr entweder ein scharfes Cuttermesser und 2 MDF-Platten als Schablon nehmen oder wie ich einen Heißdrahtschneider nutzen. Ich nehme zusätzlich meinen selbstgebauten DIY-Tisch, um für die großen Platten eine bessere Auflage zu haben. Sind alle Platten gekürzt, folgen die Aussparungen für die Eckstücke. Stellt deren Maß von 2 cm ein, um in jede Styroporplattenecke zweimal einzuschneiden und so die passenden Aussparungen zu erhalten. Werft die Reste übrigens nicht weg, die werden später noch zum Auffüllen gebraucht. Es folgt das Aufkleben der Unterkonstruktion auf die großen MDF-Platten. Beginnt mit einer langen Eckleiste und klebt sie zum Beispiel bündig links an. Und auch bündig zur langen Außenkante. Das ist besonders wichtig. Fixiert die Leiste mit Klemmen oder Zwingen und überprüft unbedingt, dass die Leiste weiterhin bündig mit der langen Außenkante abschließt. Danach geht's gegen den Uhrzeigersinn mit den verbleibenden Leisten weiter. Solche Klemmen und Zwingen bekommt ihr übrigens günstig in Euroshops oder als Aktionsware bei Discountern. Den Abschluss bildet das Aufkleben einer Querleiste mit ein paar passenden Gewichten. An den Klebestellen braucht der Leim übrigens nur etwa 15 Minuten zum Antrocknen. Ihr könnt also immer relativ zügig weitermachen, um abschließend eventuellen Überschuss mit einem Spachtel wegzukratzen. Die Platten haben nun ihre stabilisierende Unterkonstruktion, fehlen nur noch die Rahmen. Nehmt dazu für jedes Segment 4 eurer kurzen Eckstücke und bestreicht jeweils eine Seite dünn mit Leim. Stellt dann die kurzen Rahmenbauteile an eure Platte und klebt jeweils 2 Eckstücke bündig zu den Außenkanten an. Lasst nun erstmal alles etwa 15 Minuten trocknen, wobei hier die Bündigkeit nach außen wieder extrem wichtig ist. Danach werden die kurzen Rahmenbauteile von außen an jede Platte geklebt.
Auch hier ist es wieder wichtig, dass die äußeren Kanten bündig mit der Platte abschließen und alles für rund 15 Minuten fest angedrückt wird. Anschließend könnt ihr die langen Rahmenbauteile ankleben. Dank der Eckstücke habt ihr dabei prima Auflageflächen, um alles gut mit Klemmen und Zwingen zu fixieren. Danach sind auch schon alle 3 Segmente soweit fertig, um die Styroporplatten zur Kontrolle einlegen zu können. Mit 2 dieser Segmente geht es im zweiten Teil weiter, um dann mehrere Fliesen ins Styropor zu versenken, die übrigen Flächen mit Sand zu gestalten und abschließend alles passend zu bemalen. Ins dritte Segment wird im finalen dritten Teil hingegen eine Vertiefung gebuddelt, um die Höhe durch das Styropor auszunutzen und so für Abwechslung beim Spielen zu sorgen. Wir sehen uns also in einem der nächsten Videos. Bis dann!